Es ist früh am Morgen, die Sonne scheint, wir stehen mit vielen Rollern vor dem SIP-Logo und das hat einen einfachen Grund. Heute ist Abfahrt zur SIP-Tour. Es geht in die Dolomiten, wir haben einen letzten Roller, den wir noch zum Laufen bringen müssen und dann geht's los. Also wie ihr seht, es ist SIP-Tour. Wir fahren bald ab, wenn wir mit dem Schrauben fertig sind. So, wir sind bei unserer ersten kleinen Station angekommen. Wir machen Rast an den Seeterrassen am Walchensee. Das heißt, wir sind schon am Anfang der Berge angekommen. Bisher keine Ausfälle. Ich bin besonders glücklich, denn ich bin mit meiner neu gebauten Lambretta durchgekommen. Aber ihr seht, hinter mir fangen schon alle wieder an, ihre Jacken anzuziehen. Die sind heiß auf die ersten Pässe. Deswegen fahren wir jetzt erstmal weiter. Bisher keine Ausfälle. So, auf der Tour haben wir uns vorgenommen, vielleicht auch mal ein bisschen was von der Tour zu erzählen, während wir so durch die Gegend fahren. Und welcher Moment eignet sich besser, als wenn gerade der Roller mal wieder verreckt ist. Jetzt geht es gleich auf zum ersten Hotel, denn unsere erste Station, die endet in Wolkenstein. Das ist ein Ort irgendwo oben in den Dolomiten und aktuell haben wir das Glück, dass wir die Werkstatt nutzen dürfen von Egik und der war so nett und hat mich auf seine Bühne gelassen. Und jetzt versuche ich mal mein Werkzeug wieder einzupacken und dann gibt es gleich die letzten Bilder, bevor die Sonne untergeht, wie wir uns auf den Weg nach Wolkenstein machen. Übers Grödner Joch jetzt nach Corvara, Stern, dann Passo di Val Parola, Passo di Falzarego, Andras, Passo Pardoi, unser Lieblingspass, Sella Joch und zurück. 100 Kilometer, 5 Pässe, easy, perfekt. Wir sind jetzt auf einem der höchsten Pässe unserer ersten Tagestour angekommen, auf dem Passo Valporola in 2168 Meter Höhe. Wir machen heute eine Tagestour vom Hotel aus und hinter meiner rechten Schulter, da seht ihr das Sella-Massiv. Das sehen wir von der anderen Seite vom Hotelzimmer aus. Und was wir heute fahren, ist die Sella Ronda. Da fahren wir 4 Pässe
Und das ist Wahnsinn. Das kann ich euch nur empfehlen. Es dauert nicht allzu lange. Ich glaube, reine Fahrzeit 2,5 Stunden oder sowas. Aber 4 Pässe, unglaubliche Landschaft, unglaubliches Panorama und wirklich viel Spaß. When you're running out of luck, need to get unstuck, so go off. When you're up against the wall and you cannot fall, so go off, go off, go off, go off, so go off, go off, go off, go off. When you're running out of luck, need to get unstuck, so go off. When you're up against the wall and you cannot fall, so go off, go off, go off, so go off, go off. When you're running out of luck, need to get unstuck, so go off. Heute geht das Wolkenstein raus, aber diesmal fahren wir Richtung Süden am Passo Podoi vorbei und umkreisen quasi die Marmolada in so einem Rundkurs. Insgesamt heute 125 Kilometer, aber nicht zu unterschätzen, weil es geht rauf, runter, rauf, runter. Wie viele Pässe haben wir? 3 sind es auf jeden Fall. Also auf gar keinen Fall tanken zwischendrin. Nein, Schaffen das. wir schaffen es, sonst gibt es die Gewaden heute Abend. What do you think? Okay, geil. Easy. Easy, okay. Neben mir steht Otto. Der ist schon ein paar Mal die Tour mitgefahren, richtig? Richtig, das 3. Mal mittlerweile. Okay, und du arbeitest auch bei SIP. Richtig, im Wareneingang. Auch schon einige Jahre, richtig? Ja, 15 Jahre mittlerweile. Das ist schon eine relativ lange Zeit. Ich glaube, noch älter ist dein Roller. Was ist das für einer? Das ist eine GL, Baujahr 64 mit einem PX-Motor, 210er Malossi und 24er SI-Vergaser. Also ich muss ja sagen, ich mag seinen Roller, weil eine GL sieht man heute nur noch sehr selten. Vor allem hier schön mit Olag Patina. Sehr geiler Style. Danke, Otto. Neben mir steht Dennis. Und Dennis hat sich extra für diese Dolomitentour einen Roller restauriert. Genau, eine VBA 150, Baujahr 59 mit PX 125 Motor, kleinen Quattrini und noch ein paar Kleinigkeiten drin. Okay, also einer der wenigen Small-Block-Roller hier im Feld, aber ich glaube, der fährt auch sehr gut. Ja, absolut tourentauglich, hat schon mehrere Touren hinter sich, hat 23 PS ungefähr und absolut für sowas geeignet. Okay, aber du selber bist auch so eine Art SIP-Touren-Urgestein. Genau, ja, wir haben, glaube ich, die ersten Touren mit 16, 17 gemacht an den Gardasee und dann ist es immer weiter geworden, immer größer und dann kam die SIP-Tour daraus hervor. Okay, danke Dennis. Neben mir steht Ralf, quasi der Erfinder der SIP-Tour, und er fährt einen Roller in einer sehr schönen Farbe. Ja, das ist meine Rallye 200 in Giallo Positano, gelb. Und die hat schon einige SIP-Touren gesehen? Ja, ich habe den Roller seit 1999 und
Ja, die hat schon einige Touren gesehen. Es gibt böse Mitfahrerzungen, die das Ding getauft haben als treu-doofe Schildkröte. Ja, das kann ich verstehen. Aber die hat einen Geheimtrick, oder? Die hat einen Geheimtrick. Den müssen wir mal kurz vorführen. Warte. In jedem Fall ein sehr schöner Roller und Schildkröte ist hier schon lange nicht mehr. Danke, Ralf. Neben mir sitzt Alex, der zweite Schöpfer der SIP-Tour. Der ist dieses Jahr gleich mit 2 Rollern gefahren, richtig? Ja, wenn Ben Hur mit 4 Pferden einem Streitwagen fährt, fahre ich mit 2 Rollern die SIP-Tour. Okay, aber das hier vorne, die rote SS 180, das ist eigentlich dein Lieblingsroller für die Tour? Das ist mein absoluter Lieblingsroller. Ich mag den langen Radstand. Das ist wie auf einer Couch, wenn ich mit der unterwegs bin. Okay. Nur wenn die Bremsen ab und zu noch ein bisschen besser wären, wäre sie noch lieber meine Couch. Okay. Deine wievielte Tour ist das mit dem Roller? Die 380. Okay. In jedem Fall einen sehr schönen Roller. Danke, Alex. Jetzt steht Bernd neben mir. Ja, und Bernd fährt eine schöne alte Olag Sprint mit einem 244er Quadrini, super Touren-Setup. Aber die große Frage ist, warum ist Bernd überhaupt dabei? Wer ist dein Arbeitgeber? Mein Arbeitgeber ist die Firma Abgedreht und wir machen die Video- und Fotoproduktionen für SIP. Genau, ihr kriegt ja jedes Jahr von der Tour so ein lustiges Video, wie das hier jetzt, was ihr gerade seht. Und dafür verantwortlich ist Abgedreht und dieses Jahr ist Bernd alleine verantwortlich. Das heißt, wenn es besonders schlecht ist, dann könnt ihr euch direkt an Bernd wenden. Hier seht ihr die E-Mail-Adresse eingeblendet. Danke Bernd, wir fahren weiter. Es ist eine schöne Tradition, dass seit einigen Jahren immer unsere Freunde aus Frankreich bei der Tour dabei sind. Vom Scooter Club Sud-Est, ist das richtig? Yes. Is it right? Yes. Scooter Club de Sud-Est. Und auch diesmal sind wieder 4 Freunde dabei. Ich versuche mich ein bisschen auf Englisch, sie versuchen es auch. Und ich frage erstmal, wie sie alle heißen. What's your name? Jérôme, Henry. Jacques, Minou. Okay. And I know all of you, it's not the first trip you're joining, yeah? Is it right? Yes, it's right. Okay. It's right. I don't know how much trip we did with you, but maybe too much. I don't know. You don't know? How I many? don't know. How many? Guess. I guess at least 4? 5. 5. And you? 5. How many trips? I think 3. 3. Henri? 5. I think it's 3. Okay. So you have no friends in France to ride with you? No. Okay. They just understand what we say, so it's not. Okay. So you think it's our good relationship is because we don't understand you? Yes. I also thank you. Thanks a lot for being here, and hope to see you again next year. Heute sind wir hier oben auf dem Pordoi-Pass mit dem traumhaften Panorama im Hintergrund. Aber das Interessante ist, wir haben 3 Gastmitfahrer. Ne? Die sind mal ausnahmsweise nicht so fürchterlich alt wie der Rest, sondern das sind... Also, ich bin der Ruben, ich bin der Elvis und der Lenny. Ruben, Lenny, Elvis. Die beiden arbeiten bei SIP, so ein bisschen, oder jobben. Und er darf nicht, weil er eine Yamaha fährt. Aber wir freuen uns sehr, dass die 3 hier heute mit uns mitfahren. Wir fangen mal mit der Yamaha an. Das ist mal was Besonderes. Und ich finde das auch cool, weil es nämlich ein Zweitakter aus den, wann kommt der? Von 94. Von 94. Also die Dreistigkeit erlaubt, einfach mitzufahren. Genau, Yamaha TZR 125, Zweitakt. Wie viel PS hat die? Ja, 28 PS. Okay, also eine Zweitakter mit 28 PS, fast 30 Jahre alt, schon Oldtimer. Ja. Das passt ganz gut, 125 Kubik. Und jetzt kommen wir mal zu deiner. Das ist eine Smallframe, genau. Eine Smallframe haben wir bisher gar nicht dabei. Jetzt haben wir gleich 2. Was ist das genau? Ist eine PK, früher PK 80 ohne Blinker. Jetzt hat 125er Quadrini. Ja. Mehr PS als die Yamaha. Nee, weniger leider.
Aber Daran müssen wir unbedingt noch arbeiten. Ruben, was hast du? Ich habe eine deutsche Spezial mit MNZ 60 Quadrini. Mehr PS als Yamaha. Nicht mehr, aber zieht Jungs, da müssen wir echt noch dran arbeiten. Ne? Also, wenn wir wieder unten sind bei SIP, die beiden Dinger ein bisschen tunen, müssen wir mit Alex und Ralf sprechen, dass die Dinger schneller werden als die Yamaha. Schön, dass ihr dabei seid. Danke euch. Danke, dass wir dabei sein dürfen. Neben mir steht Salvatore. Und Salvatore ist der Betreiber der Sipperia und der Trattoria in Landsberg. Er ist also für gutes italienisches Essen in Landsberg verantwortlich. Und auf der Tour hat er sich zu einem der wichtigsten Mitfahrer entwickelt. Weil wenn wir in ein Restaurant, eine Kneipe oder ähnliches gehen, bevor wir uns orientiert haben, hat er schon Wein, Bier und die besten Vorspeisen bestellt. Salve, seit wann fährst du mit und warum? Seit 2017 und aus Überzeugung einfach, weil mir Rollerfahren Spaß macht. Und weil du wahrscheinlich auch deine italienischen Wurzeln damit pflegst. Sowieso. Sehr gut. Du hast einen sehr schönen Roller, den hast du wann gekauft? 2017 dann auch, zur Tour. Okay, also extra für die Tour vor 5 Jahren eine VBR, Baujahr? 59. Und der Roller hat ein wirklich sehr einfaches Setup. Ein Pinasco-Zylinder, ein Zip Road 2.0 Auspuff, keine Ahnung, 14, 15 PS, richtig? Ja, sowas. Wie viele Kilometer bist du gefahren? 14.000 und ein paar zerquetschte. Okay. Wie oft hast du da ihn gewartet? Oder? Gar nicht, also ich selber nicht, aber einmal wurde er durchgecheckt. Okay, also dieser Roller ist ein Phänomen. Ja? Salve stärkt jedes Jahr drauf, fährt über die Autobahn, über die Dolomiten, Berg hoch, Berg runter, immer Vollgas und der Roller hält immer mit. Man könnte ja denken, der hat vielleicht ein bisschen wenig Bodenfreiheit für die Passabfahrten, aber da hast du kein Problem, oder? Doch, eigentlich schon. Ich bleibe immer sehr gerne hängen mit dem Auspuff. Okay. Aber ich glaube, ich habe ihn jetzt so weit gebracht, dass es passt. Okay, also wenig Bodenfreiheit wird durch fahrerisches Genie ausgeglichen. Wir zeigen euch gleich mal den Auspuff dazu. Salvatore, danke dir. Danke euch. Neben mir steht der Jesko. Den kennt, glaube ich, jeder, der mal einen Blick in unseren YouTube-Kanal reingeworfen hat. Jesko, schön, dass du auf der Tour dabei bist. Danke. Sag uns mal, was du da für einen Roller hast, mit dem du gefahren bist. Also dieses Jahr fahre ich mit einer Lambretta, genauer einer Jet 200, einer spanischen, mit einem ganz klassischen TS1-Tuning, mit lauter Tuning-Teilen, die es vor 30 Jahren schon gab, denn das Ding hat, so wie es ist, eine Oldtimer-Zulassung. Der Roller ist auch super mitgelaufen, hat eigentlich relativ wenig Pannen verursacht. Gepäckverzurrung an dem Fahrzeug ist interessant, würde ich sagen, oder? Ja, das System muss noch genauer ausgearbeitet werden. Ja. Liegt vielleicht auch ein bisschen am Reserverad in der Mitte, wo alle wir eigentlich unseren Gepäcksack stehen haben. Aber die große Befürchtung, ne, Lambretta auf einer Tour, dass sie ausfallen könnte, bisher zum Glück nicht eingetreten. Wir sind schon auf dem Rückweg, ne, auf dem halben Rückweg und bisher ziemlich zuverlässig, bis auf ein kaputtes Hinterrad. Das kann man jetzt aber der Lambretta nicht anlasten. Und einem Kühlblech vorne für die Scheibenbremse, was auf den Pässen immer aufgesetzt hat. Das musste ich korrigieren. Also kann man sagen, weil es gibt auch Beweismaterial, also Bild- und Videobeweis und es gibt auch Passaufkleber. Schön, dass ihr dabei wart, ihr beiden. Danke. Wir sind heute am Falzarego-Pass mal wieder, da waren wir schon mal. Und da sich unsere Nachwuchscrew schön weitläufig verfahren hat, habe ich ein bisschen Zeit, um den Olli zu interviewen. Den kennt ihr ja schon aus den Modellkunde-Videos zu Large Frame und Lampe unten. Aber er fährt heute einen ganz besonderen Roller, nämlich meinen Lieblingsroller von Vespa. Sag mal was zu deinem Roller bitte, Olli. Ja, es ist eine GS160, zweite Serie, im schönen Originalzustand bis auf den Motor. Der wird ein bisschen gepimpt mit einem 251er Pinasco Triebwerk. Eigentlich auch mein Lieblingstourenmodell, weil man da wunderbar entspannt fahren kann. Okay, sehr schöner Roller, Olli. Inzwischen ist auch gerade die Nachwuchscrew wieder angekommen und wir können endlich nach Hause beim tierischen Hunger. Und wir haben in einem ziemlich geilen Restaurant gebucht, glaube ich. Ne? Da fahren wir jetzt hin. Ciao. Also jetzt sind wir in einem Agriturismo und uns wird erklärt, was hier hergestellt wird an eigenen Produkten, was so ziemlich alles ist und ziemlich geil, alles ganz natürlich und alles selbst angebaut. Super. Also jetzt sind wir im schönsten Raum, ne, in dem Weinkeller.
der wahnsinnig gut gefüllt ist. Übrigens das Einzige, was hier nicht selber angebaut wird, weil, wie ich gerade gelernt habe, ist Sterzing zu nördlich, um Wein anzubauen. Deswegen wird das zugekauft, macht aber nichts, ist auch fürchterlich lecker. Also Henri und die Franzosen kommen ja aus Montmoron und er hat hier einen Wein aus Montmoron gefunden, auch einen sehr berühmten Wein, den es eigentlich auf der ganzen Welt gibt, aber auch halt hier. Darüber freut er sich sehr. Ich hoffe jedenfalls, dass er das gesagt hat. Ich kann nämlich kein Französisch. Un seul mot, incroyable. Das war eine Beleidigung, oder? Das war unser Video zur SIP-Tour 2022 durch die Dolomiten. Wie ihr seht, bin ich wieder gut angekommen bei SIP, vor dem Logo, wo auch alles begonnen hat. Diesmal haben wir das Video ja ein wenig anders gemacht und zwar haben wir es einfach mal moderiert. Also wir haben euch gesagt, was wir da so treiben und vor allem wir haben euch die Gesichter hinter den Rollern bzw. unter den Helmen vorgestellt. Wie euch das gefallen hat, schreibt das doch bitte mal in die Kommentare. Das würde uns sehr interessieren und auch generell schreibt doch mal rein, wo ihr gerne mit den Rollern hinfahrt oder was eure weitesten Touren waren. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Like, drückt die Bimmel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.